Unsere Welt wird immer komplexer, global vernetzt, datengetrieben und mobil. Von der Entwicklung neuer Medikamente über die Optimierung weltweiter Lieferketten bis hin zur Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden immer größer. Um sie zu bewältigen, brauchen wir immense Rechenleistung. Doch die klassischen Computer, die wir heute nutzen, in Smartphones, Laptops oder riesigen Rechenzentren, stoßen an ihre Grenzen. Jahrzehntelang wurden sie immer kleiner und schneller. Doch nun erreichen ihre Bauteile die Größe einzelner Atome. An diesem Punkt greifen die Gesetze der Quantenmechanik ein und die herkömmlichen Technologien funktionieren hier nicht mehr wie gewohnt. Aber wie funktionieren unsere heutigen Computer überhaupt? Ganz vereinfacht gesagt, sie arbeiten mit Bits. Ein Bit ist die kleinste Informationseinheit und kennt nur zwei Zustände, ähnlich einem Lichtschalter, entweder an, das entspricht dem Wert von 1, oder aus, das ist eine 0. Es gibt nur diese beiden klar definierten, eindeutigen Zustände. Milliarden dieser winzigen Schalter, Transistoren genannt, werden auf einem Chip kombiniert und zur logischen Schaltung verbunden. Durch diese klare binäre Logik können klassische Computer riesige Datenmengen verarbeiten und komplexe Berechnungen recht störungsfrei durchführen. Aber sie tun dies fundamental sequenziell. Das heißt, sie arbeiten einen Rechenschritt nach dem anderen ab, immer nur mit eindeutigen Nullen und Einsen. Was aber, wenn wir diese sonderbaren Quanteneffekte nicht als lästiges Problem, sondern als mächtige Chance sehen? Genau das ist die revolutionäre Idee hinter Quantencomputern. Sie nutzen die Regeln der Quantenwelt für eine völlig neue Art des Rechnens. Anstelle von Bits verwenden Quantencomputer sogenannte Qubits, also Quantenbits. Ein Qubit kann wie ein Bit die Zustände 0 und 1 repräsentieren. Das Wichtigste dabei liegt im Prinzip der Superposition. Ein Qubit kann nicht nur 0 oder 1 sein, sondern gewissermaßen beides gleichzeitig und sogar in unendlich vielen Zuständen dazwischen. Möchte man jetzt aber den Zustand wieder in unsere normalen Bits bekommen, muss man den Qubit zuerst messen, da er sich ansonsten in allen möglichen Zuständen befinden könnte. Dieser Messvorgang ist entscheidend. Misst man den Zustand eines Qubits, kollabiert seine Superposition. Er verliert seine quantenmechanische Vieldeutigkeit und nimmt einen eindeutigen, klassischen Zustand an, entweder 0 oder 1. Die Quanteninformation geht in diesem Moment für dieses Qubit verloren. Aber wir erhalten ein klassisches Ergebnis. Eine weitere fundamental wichtige und noch seltsamere Eigenschaft der Quantenmechanik ist die Verschränkung. Qubits können miteinander verschränkt werden. Das bedeutet, sie gehen eine tiefe Verbindung ein, oft durch eine gezielte Wechselwirkung, zum Beispiel über ihre Magnetfelder. Sie verhalten sich wie ein einziges System. Misst man den Zustand eines Qubits, kennt man sofort auch den Zustand seines verschränkten Partners, egal wo dieser sich befindet. Einstein nannte dies spukhafte Fernwirkung. Für Quantencomputer ist die Verschränkung jedoch essentiell. Sie ermöglicht es, Informationen auf extrem komplexe Weise zu korrelieren und die Rechenleistung exponentiell zu steigern. Sie ist der Schlüssel zum Quantenparallelismus. Ein klassischer Computer mit n Bits kann zu jedem Zeitpunkt genau einen möglichen Zustand darstellen, während ein Quantencomputer 2 hoch n Zustände gleichzeitig haben kann. Ein anschauliches Beispiel für den Unterschied zwischen klassischen und Quantencomputern ist die Navigation. Ein herkömmlicher Algorithmus zur Navigation, wie zum Beispiel der A-Stern-Algorithmus, testet systematisch verschiedene Pfade,
bewertet sie nach Kosten oder Entfernung und findet so schrittweise den besten Weg. Dies geschieht sequenziell. Das bedeutet, dass der Computer nacheinander verschiedene Optionen berechnet und vergleicht. Am Quantencomputer kommt der Vorteil des Quantenparallelismus ins Spiel. Statt alle Wege nacheinander zu berechnen, kann der Quantencomputer dank Superposition und Verschränkung alle möglichen Pfade gleichzeitig analysieren. Spezielle Quantenalgorithmen können dann die Wahrscheinlichkeit des optimalen Pfades verstärken, sodass dieser bei der abschließenden Messung mit hoher Wahrscheinlichkeit als Ergebnis erscheint. Er findet die Lösung nicht durch Ausprobieren, sondern durch eine globale Quantensuche. Diese enorme Rechenleistung hat aber auch eine potenziell bedrohliche Seite, die uns alle betrifft, die Verschlüsselung. Wenn ihr Online-Banking nutzt, E-Mails sicher versendet oder auf Webseiten surft, basiert die Sicherheit heute meist auf asymmetrischen Kryptographieverfahren wie RSA. Deren Sicherheit beruht auf mathematischen Problemen, die für klassische Computer extrem schwer zu lösen sind. Insbesondere das Zerlegen sehr großer Zahlen in ihre Primfaktoren. Für unsere heutigen Supercomputer würde das Faktorisieren der Schlüssel, die zum Beispiel beim Online-Banking verwendet werden, Jahrtausende oder länger dauern. Aber für einen ausreichend großen und stabilen Quantencomputer ein potenzielles Kinderspiel. Mit Quantenalgorithmen wie den Shor-Algorithmus könnten Quantencomputer genau diese schweren Faktorisierungsprobleme effizient lösen und damit die Grundlage unserer heutigen digitalen Sicherheit im Internet erschüttern. Unsere verschlüsselten Daten wären plötzlich verwundbar. Quantencomputer stehen technologisch noch am Anfang und es gibt viele Hürden zu überwinden. Die größte Herausforderung ist die Dekohärenz. Qubits sind extrem empfindlich gegenüber Störungen aus ihrer Umgebung. Schon kleinste Vibrationen, Temperaturschwankungen oder elektromagnetische Felder können ihre fragile Superposition zerstören und Rechenfehler verursachen. Quantencomputer werden klassische Computer nicht ersetzen, aber sie versprechen, Probleme zu lösen, die für heutige Computer unerreichbar sind. In der Medizin, Materialforschung, der künstlichen Intelligenz und weit darüber hinaus. Sie könnten die nächste große technologische Revolution einläuten.